Hallo aus Dortmund zu einer neuen Folge unserer neuen FF-Videoreihe. Heute geht es mal um Schweißarbeiten. Wir machen hier bei uns nämlich im Hause alles selber und deshalb haben wir gedacht, wir zeigen euch mal, wie ein Krümmer entsteht. Krümmer sind ja ganz wichtig für uns, ist die Verbindung zwischen Motor, Zylinderkopf und Turbolader. Also ein ganz wichtiges Teil in der Strömung, Anströmung der Turbolader und deshalb auch wichtig für die Leistung des Motors. Und weil es eben so entscheidend für uns ist, bauen wir es selber, wie viele Sachen. Hier mal zur Abfolge. Mir vorne eine ganz einfache Lehre, dann einen ersten Schritt, ein paar Teile zusammengefügt, danach schon fast ganz zusammengefügt. Hier ist er im Prinzip vorgeheftet, danach durchgeschweißt und als letztes durchgeschweißt und behandelt, Oberfläche im Detail. Es beginnt also mit einer Lehre. Man muss den Krümmer ja immer gleich bauen. Um den Krümmer immer gleich zu bauen, wir bauen den ja nicht nur einmal für ein Auto, sondern weiß nicht, 20, 50, 100 Stück davon im Jahr pro Fahrzeug, braucht man eine Lehre. In der Lehre sind der Zylinderkopf und die Abgänge des Krümmers genau vorgegeben. Dadurch kann man den Rohrverlauf dann so legen, dass er eben immer identisch ist. Beim Rohrverlauf sieht man hier schon in etwa, ist es ganz wichtig, dass alle Einzelrohre, alle drei in unserem Fall, wir haben ja einen 6-Zylinder-Boxer, also 3 und 3 Zylinder, möglichst alle die gleiche Länge haben. Weil nur wenn die alle die gleiche Länge haben, braucht auch das Gas bis zum Sammler, hier ist er, 3 Rohre enden in ein Rohr, brauchen die gleiche Zeit. Das heißt, die Impulse, die auf den Turbolader kommen, sind nur dann in gleichem Abstand und mit gleicher Stärke, um den anzutreiben, wenn die Rohre alle gleich lang sind. Das macht das ganze Teil aber relativ aufwendig. Sieht man im nächsten Schritt relativ gut, wie aufwendig zum Teil die Rohrführung ist, nur um möglichst gleiche Rohrlängen hinzukriegen. Zusätzlich noch das Problem, dass das Teil ja auch noch irgendwie ins Auto reinpassen muss. Also man ist eigentlich in alle Richtungen, Bauhöhe, Breite, vielleicht ist hier die Ölwanne, dann ist hier der Zylinderkopf oder hier eine Ölleitung. Man ist relativ stark eingeschränkt. Wäre schön, wenn man es einfacher gestalten könnte, geht aber meistens nicht. Und man sieht dann auch, aus wie vielen einzelnen Teilen das Ganze dann besteht. Immer wieder Rohrbögen in der richtigen Länge abgesägt, aneinander geheftet und immer wieder gleich für jedes Fahrzeug. Für jeden Krümmer des gleichen Fahrzeugtyps, nicht für jedes Fahrzeug. So. Außerdem sollte die Rohrlänge auch nicht zu kurz sein, weil wenn sie zu kurz ist, gehen nicht ausreichend Abgase aus dem Zylinder nach der Verbrennung in den Krümmer, sondern haben einfach nicht mehr genug Platz, sich auszudehnen. Deshalb probieren wir sie auch ausreichend lang zu machen. Was auch noch dazu kommt, die Rohre sollten möglichst gebogen sein, und zwar mehrfach, weil nur dann können sie durch die Temperaturausdehnung, die Krümmer werden etwa 1000 Grad warm bei Vollgas, auch entsprechend noch arbeiten und elastisch sein. Wären die alle gerade und wären fest miteinander verbunden, würden durch die thermischen Spannungen sofort überall Risse entstehen. So. Risse entstehen ganz speziell da, wo die Rohre zusammengeführt werden. Also nochmal wieder dieses Teil hier, die Zusammenführung. Weil nämlich an der Stelle aus den 3 Zylindern die Gase alle zusammen hier in den Sammler geführt werden. Das heißt 1000 Grad, 1000 Grad, 1000 Grad. Relativ wenig Abgas, relativ wenig Abgas, relativ wenig Abgas. Mal 3 ergibt immer noch 1000 Grad, aber unglaublich viel Abgas. Viel Abgas, viel Energie. Das heißt, an der Stelle wird es gelb glühend, wenn es hier vielleicht nur rot glühend ist. Und deshalb fängt es dann da und da und da überall an zu reißen, weil die Temperatur und Spannung da besonders groß sind. Deshalb verwenden wir an dieser Stelle und am letzten Stück des Krümmers auch besonders hochwertiges Edelstahl mit der höchsten Temperaturfestigkeit, wobei dieses hier nicht ganz so stark belastet ist und auch ein V2A ist, aber nicht ganz von der ganz großen Güte, weil wenn man es komplett aus dem Material bauen würde, dann würde der Krümmersatz nicht 3.000, sondern vielleicht 8.000 Euro kosten, weil das Material unglaublich teuer ist. Denn es wird ja nicht nur einmal 1000 Grad warm, sondern mehrere hundert oder 1000 Male. Und es soll ja auch noch Festigkeit haben. Nützt mir ja auch nichts, wenn das Ganze zwar nicht reißt, aber wenn man sich das vorstellt, der ist so am Fahrzeug montiert, Zylinderkopf angeschraubt, Turbolader angeschraubt.
wenn es hier gelb glühend ist, nicht, dass der anfängt einfach runter zu biegen, weil das Zeug elastisch wird. Deshalb ist das Material so teuer, leider, und wir verwenden es nur in dem kleinen Bereich. Wenn er erstmal in diesem Stadium ist, so wie hier, also fertig zusammengesetzt, ist eigentlich die größte Arbeit am Krümmer erledigt. Und dann geht es ans Durchschweißen. Das wäre dann jetzt dieser Krümmer hier. Der ist fertig geschweißt. Und wenn man sich Schweißen vorstellt, es ist nicht einfach nur Schweißen, sondern wenn ich hier außen meine Schweißnadel ansetze und was schweiße, entsteht auf der Innenseite des Materials normalerweise immer eine Wulst, ein Knubbel. Der ist aber schlecht für die Strömung. Außerdem kann man, wenn man den zusammengesetzt hat, die Stelle nur noch schlecht bearbeiten oder diese womöglich von innen. Also muss man einen Trick machen. Wir verschließen den Krümmer auf beiden Seiten. Auf der Seite mit einem Deckel, mit einem Schlauchanschluss. Und es wird ein spezielles Gas in den Krümmer geleitet. Ein Gas, was verhindert, dass, wenn ich außen schweiße, innen Wulste und Pickel entstehen. Ein Inertgas. Formieren nennt sich das Ganze. Ist ganz wichtig, nur wenn der unter leichtem Druck steht mit dem speziellen Gas, bleibt der Krümmer von innen strömungsgünstig, optimal und die Schweißnähte werden besser. So, wenn man das alles beachtet hat und dann noch so toll schweißen kann wie unser Superschweißer, dann sehen die dann hinterher so aus. Da die beim Porsche aber ja auch noch unterm Auto hängen, ohne Unterschutz, unterm Motor, ohne alles, also quasi der Witterung immer dauerhaft voll ausgesetzt sind, müssen wir die Oberfläche noch ätzen, damit sie rostunempfindlicher wird. Man denkt, V2A kann ja nicht rosten, denkst du. V2A ist zwar ein Edelstahl, aber kein rostfreier Stahl. Und speziell in den Bereichen, wo es heiß wird, nämlich da, wo geschweißt wird, ist das Material immer noch leicht rostempfindlich. Also beizt man den Krümmer. Zum einen sieht es dann nett aus, weil man sieht alles einer Farbe. Und es kann nicht mehr rosten. Oder es ist deutlich rostunempfindlicher. Und wenn er dann von innen auch noch verschliffen ist, nämlich hier und dort, dann ist er fertig, kriegt nur noch eine Nummer drauf und kann dann ausgeliefert werden. So sieht das beim Krümmer aus. Und den gibt es dann natürlich auch noch in anderen Ausführungen. Der hier ist zum Beispiel vom 991 Turbo, der ist vom 997 Turbo mit 1000 PS. Man sieht, die Rohre sind dicker, weil mehr Leistung, mehr Abgas, muss mehr durch, also sind auch die Rohre dicker. Ganz einfaches Patent. 45 mm. 48 mm. Und bei unseren ganz großen Autos, Traxxer Salvatore zum Beispiel, 51 mm. Da gehen dann 2000 PS durch. Und was Größeres haben wir auch bisher noch nicht gebaut. So, das war das Thema Krümmer. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Auspuff. Ja, nachdem wir die Krümmer einmal durchgegangen sind, habe ich ja gesagt, jetzt folgt noch unsere Auspuffanlage. Auspuffanlage, nächstes ganz wichtiges Thema für uns. Der Turbolader, hatte ich in einer der letzten Folgen schon mal kurz erklärt, lebt ja nur vom Druckverhältnis. Der Druck vor der Turbine und der Druck hinter der Turbine. Je größer die Differenz ist, desto mehr Kraft wird auf das Turbinenrad abgegeben. Der Turbolader dreht sich entsprechend schnell, kann entsprechend Ladedruck fördern. Das heißt, Druck vor Turbine heißt das, was aus dem Motor rauskommt, geht durch den Turbolader durch den Krümmer, da waren wir gerade eben, und geht dann danach durch die Auspuffanlage. Und wenn ich sage danach, meine ich damit mit möglichst wenig Gegendruck, wegen der Druckdifferenz. Also brauchen wir einen möglichst frei ausatmenden Auspuff, der nicht unbedingt der allerlauteste sein muss, aber er muss ganz, ganz wenig Gegendruck bieten. Und das ist ganz entscheidend für uns für die Motorleistung. Da bei uns sind ja nun mal fast alles Turbomotoren, also haben wir immer wieder mit den Drücken in den ganzen unterschiedlichen Bauteilen zu kämpfen. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, weshalb wir bei unseren Leistungssteigerungen immer unsere eigenen Auspuffanlagen verwenden. Da wissen wir, dass sie ganz wenig Gegendruck haben, weil wir sie extra so gebaut haben. Und das ist der Nachteil, wenn Kunden zu uns kommen und die sagen, ich habe hier schon einen Auspuff dran, der ist klasse, der hat eine Klappe. Dann gucken wir uns den an, dann hat er entweder viel zu dünne Rohre oder die Klappe ist viel zu klein oder der Cut taucht nichts. Die normalen Anlagen, die im Aftermarkt erhältlich sind, egal von welcher Firma, sind normalerweise ausgelegt für den Serienmotor oder für eine Stage 1, maximal Stage 2. Das heißt irgendwie Leistungssteigerung 10–20%. Dafür sind die gut. Dafür haben die ihr Gutachten und alles toll. Aber das ist ja der Bereich, wo es bei uns ja erst richtig losgeht. Wenn wir einen 9FF Umbau machen mit
ich sag mal 997 MK1 480 PS, Umbau auf 1000 PS. So ein Umbau, der hier bei uns, weiß nicht, 50 Mal im Jahr läuft. Da können wir mit keiner handelsüblichen Auspuffanlage auch nur einen Blumentopf gewinnen. Da würden wir nie auf 1000 PS kommen. Deshalb bauen wir selber. Und ich erkläre jetzt noch mal genau im Detail und wie das so funktioniert. Wir fangen wieder mit einer Leere an. Die Leere ist immer ganz wichtig, weil sonst haben wir ja nicht, hier hinten sieht man es, simuliert den Turbolader als einen Fixpunkt. Die Endrohre, die sollen schließlich in der Schürze sitzen, als nächsten Fixpunkt. Und der Topf, der am Motorschwert angeschraubt wird. Das sind für uns die drei wichtigen Punkte. Am Auto fest, in der Schürze, am Motor fest. Also, dafür brauchen wir die Leere. Und so eine Leere haben wir für jeden Fahrzeugtyp, ob es 997 MK1 ist, MK2, 991, MK1, MK2, 992, 996, 993 und so weiter und so weiter. Wir haben also ein Riesenlager alleine an Leeren für Auspuffanlagen, aber ohne die kann man es einfach nicht bauen. So, und dann fängt man eben Schritt für Schritt an. Also, ich habe eben gesagt, wenig Gegendruck. Ich weiß nicht, wer sonst eine 89 mm Klappe verbaut. Aber die brauchen wir, damit die Abgase rauskommen können. Entsprechend verbauen wir natürlich auch den passenden Katalysator dazu. In den meisten Fällen ein 200-Zellen-Katalysator, um Euro 6 erreichen zu können mit einer sehr hohen Beschichtung, der dann eben entsprechend auf die große Klappe angepasst wird. Alles wird per Hand nochmal nachgearbeitet, damit wir überall den 89er Durchmesser haben. Man sieht es hier relativ gut, man legt die Teile alle ein. Hier würde jetzt noch der Katalysator reinkommen und dann brauchte man nur noch die ganzen Verbindungsrohre anzufertigen, so wie es da schon geschehen ist, und alles vernünftig miteinander zu verschweißen. Und dann wäre die Auspuffanlage im Prinzip schon fertig. So geht es mal mit dem Topf los. Und so sieht er dann aus, wenn wir ihn fertig gebaut haben. Auch die Töpfe bauen wir selber. Wir lassen uns zwar die Hüllen wickeln, aber das Innenleben mit einer ganz speziellen Konstruktion. Unsere Auspuffanlagen dröhnen nämlich nicht. Nicht mal zwischen 2.000 und 3.000 Umdrehungen, weil wir eine ganz besondere Konstruktion innenliegend haben. Ja. Die Rohre werden alle angepasst und dann irgendwann ist die Auspuffanlage dann so weit, dass sie komplett ist. Die Oberseite, man sieht sehr schön, wenn hier der Turbolader sitzt, die Abgase gehen durch den Katalysator, die Klappe öffnet sich, die Abgase gehen direkt ins Freie. Minimal möglicher Gegendruck mit riesen Klappe, riesen Endrohr. Wir haben von Turbolader bis zum Endrohr den gleichen Querschnitt. Das heißt, weniger Gegendruck geht nicht. Man sieht von der Unterseite schön nochmal Turbolader durch den Cut, Klappe ins Freie. Wenn die Klappe geschlossen ist, geschaltet durch Unterdruck, können die Abgase ja nicht in die Richtung raus. Das heißt, sie machen einen extra scharfen Knick, gut für die Geräusche, durch den Schalldämpfer, durch unsere Sonderkonstruktion und gehen in das zweite Endrohr. Dadurch erreichen wir unseren ganz speziellen 9FF-Sound. Wir erfüllen damit alle Abgasvorschriften, wir erfüllen damit alle Geräuschvorschriften und haben für unsere Auspuffanlagen Gutachten. Möglichkeiten der Eintragung. Prüfberichte sind Gutachten, Teilegutachten, Musterberichte, Teile von Bauteil einer Leistungssteigerung oder wie auch immer. Das heißt, wir haben unsere Nummern, unsere Gutachten, wir können die Auspuffanlagen eintragen. Trotz maximaler Leistungsausbeute. Und das ist für uns ganz entscheidend, dass wir den richtigen Ton, die richtige Leistung und die richtige Optik haben. 2 Endrohre, wie sich das gehört, in vernünftiger Größe zu einer Heckschürze, wo es gut reinpasst. Das ist für mich Sportlichkeit. Ja, und zum Abschluss das Ganze nochmal montiert am Fahrzeug. Wir haben ja einen 996 Turbo, den wir gerade fertig gebaut haben. Er lief auch schon die ersten paar Minuten. Wie man recht gut sieht, die Krümmer haben schon Farbe bekommen. Genauso die Katalysatoren, das sind ja die beiden Teile, die am heißesten werden. Und man sieht eben auch sehr schön, Turbolader, genau wie in der Leere. Es geht durch den Cut durch, schön mit unserer Beschriftung, durch die große Klappe direkt ins Freie. Mehr Leistung geht nicht. Auch beim Krümmer wieder gleiche Rohrlängen, saubere Zusammenführung, kein zu spitzer Winkel, Zusammenführung möglichst dicht am Turbolader, ideale Strömung in den Turbolader, perfekter Antrieb für den Lader. Schalldämpfer schön gerade, alles ausgerichtet,
Die Endrohre nicht zu groß für die Heckschürze. Aus meiner Sicht der perfekte Auspuff und vor allen Dingen auch mit dem perfekten Klang. So, und das war's für heute. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht und ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, macht's gut.